Und damit ein herzliches Willkommen unter Luther weiter Part Let's Play Monarch. Ich bin es am Simafix. Beim letzten Mal haben wir es geschafft, uns Subaru, den Packbearer der Wut hier zu bezwingen. Nun sind eigentlich gar nicht mal so viele Sünden hier unterwegs. Ich denke mal, wir haben hier schon beim letzten Mal die nächste Sünde, die Sünde der Lust gesehen. Und unser Ziel ist es ja im Endeffekt hier, die Packbearers hier zu bezwingen. Wir haben hier beim letzten Mal Shinya hier getroffen, der sie einfach mal voll cool weggehauen hat. Und der uns ja gerettet hat. Nun ist die Frage, wer es diese Wette Shinya vorhat. Und ich denke mal, wir werden in den Sportclub gehen und dieses seltsame Mädchen, was wir beim letzten Mal mit Flammenbällen um sich schießen gesehen haben, ausschalten. Act 1. Shinya Yuda. Irreversible fidelity. We'll have to search inside the mist for the calls that'll take us to the ideals. The mist is all over the club building, so I'll show you around. And just to get this out of the way, I hate pact bearers. I can take care of the anomalies on my own. Don't think I'm going to let a pact bearer like you show me up. We can get to Block B from the second floor of the building. There's mist all over there. I managed to injure the pact bearer, so she shouldn't be around for a while. I'll cover you as long as you're with me. Ow! Huh? Hey, you. Quit staring at me like that. You're making me blush. You big bully. You know what my friend told me? When you lock eyes with somebody, whoever keeps staring is the submissive one. But you don't give off that vibe. Sure you weren't just trying to stare me down? You're awful, you know. Getting your kicks from giving a girl a hard time. Hey, that badge. You're a second year. But I don't think I've ever seen you around. Did you just transfer? Oh, really? That's odd. I figured I'd have met you by now. I'd never forget someone as unique as you. You are my type, after all. Just kidding. Should you really be doing that, Sumire? What would your boyfriend say? I'm just joking around. Nothing wrong with a little friendly physical contact. Who is this guy, Shinya? How did you meet him? He's the vice president of the True Student Council. The True Student Council? They were approved by the dean after the anomaly started. The regular student council is falling apart right now. The TSC looks out for the students and investigates things like the mist and the barrier. I'm assisting him. Sora, Dean Jingu asked me to lend a hand. You don't say. Oh, right. I found Akane not too long ago. But she managed to get away from me. Huh. She got away? What happened?
It was like you and Haruka said. She's the one behind the arson stuff. I cornered her with some evidence, but she slipped away. I'm sorry. You two are gonna have to be careful. I see. Akane. I figured as much. She can barely tell her fantasies from reality. It's not impossible that she might mess things up. We may be twins, but I never quite know what she's thinking. I know her first boyfriend dumped her and all, but this is taking things too far. I just can't figure her out. I'm going to go warn Haruka while I can. Thanks. Yes. The one we were just talking to was Sumire Tono. The pact bearer from earlier is her twin sister, Akane. Someone's been burning members of the baseball club alive, so I tried looking into it. Sumire and the captain told me they suspected Akane, so I started my investigation with her. Apparently, Akane and the captain used to date, but she's been stalking him since they broke up. Why anyone would resort to murder over a relationship is beyond me. But nobody in their right mind would become a pact bearer anyway. So maybe I don't need to understand. Right, Vice President? Also, als ich sie gesehen habe, dachte ich mir erstmal, hau sie weg! Ganz jetzt Mann. Okay, Zwillinge. Zwillinge ist immer gut. Aber trotzdem, ganz ernsthaft hat die Reaktion von unserem Charakter. Oh ja, sie sieht genauso aus wie die Tante, die gerade Feuerbälle auf uns geschmissen hat. Okay, passt. Did you hear about those baseball guys who died? Apparently, they just burst into flames out of nowhere. Pretty freaky, huh? This was a crime of passion, if you ask me. It's obvious. Probably it means I should watch myself too. Toshi goes a lot more clingy than expected. Not to mention crazy jealous. Huh? They don't give him the wrong idea. I'm about as down earth as it gets. Okay, gut, da ist nichts zu sagen. Passt. Dann schauen wir uns einfach mal um. Also, wir kennen im Endeffekt schon den Grund, oder? Was hier wieso sie hier so ausrastet. If one of the other members disappears, I can come off the bench. Who cares if I'm filling up the roster? I wanna be a regular. Okay, du bist happy, wenn alle deine Kameraden in Flammen aufgehen. Also, die eine Schwester ist neidisch auf die andere und weil sie mit ihm ausgeht, also dem Captain, und sie stalkt ihn und ja, jetzt will sie alle töten, um hier ihre Gefühle zu zeigen. Irgendwie sowas. You and Shinya are investigating, right? Sumire told me all about it. I'm Haruka Shimizu, captain of the baseball club. You might have already heard. But Akane's definitely the one behind this. She keeps trying to get back with me. Like every time I block her on social media, she just makes a new account to follow me. She'll show up at the station by my house, even though I told her I don't want to see her anymore. She's even hooked up with my friends, also she could use them to get to me. Kensuke, Hayata, Yuki, Ryoto, Tetsuta, Takuya. I'm pretty sure all of them were involved with Akane, and they all ended up dead. She's the only one I can think of who would do that to them. Don't worry. We're positive it's her. We'll stop her. You can be sure of that. Thanks. I owe you guys. Oh, okay, der zweite Stock ist noch normal. Das ist ja voll seltsam. So, I guess Haruka really is going out with Sumire. Things are already over between us. I get that, really I do. But I just want to know what part of me wasn't enough.
Eieieiei. Verschmähte Liebe. Und die führt dazu, dass ihr ganzes Team hier anzündet. Sehr schön. Are people seriously catching on fire and burning to death out of nowhere? Makes my hair stand out. Aber ganz ernsthaft, wenn er den Spuk beenden könnte, indem er sie wieder datet, dann soll das machen. Geht halt ein bisschen heiß her mit der Tante. These boys are so stupid. Falling so first to me. Anyone can tell she's just a Venus flytrap waiting to snap her jaws on them. Aha, ich glaube, da ist jemand neidisch. Der rote Augenmann. Sumitono goes through guys faster than a first-class cricket match. It's unbelievable. I could pick out a dozen guys I know in her body account of access. And that's just me lowballing it. You better be careful or she's gonna play out too. Oder am Ende müssen wir einfach gegen beide kämpfen. Das kann natürlich auch sein. Ich weiß es, ich habe das Gefühl, es wird der blutige Angelegenheit. I just made it to Japan from Oklahoma. I'm still adjusting. So many clubs keep turning to recruit me. Damned if I know why. Not to mention, the academy's gone all catarams on us. I feel so lost. Leute, da sieht man schon, es geht wieder in den Nebel. Und ich will seine Kraft sehen, Mann. Wenn er kein Packbearer ist, was er dann für eine Kraft hat. That barrier may be a nuisance, but the mist driving people insane is what's really terrifying. Still, it wouldn't even exist if it weren't for you pact bearers. You know who I hate? Selfish people who don't care about how much trouble they cause others. Sora said that you need to have a strong wish and a powerful ego to be a pact bearer. That's what makes them so self-centered. I bet you're like that too, aren't you? I want to bring peace to the Academy and make Sora's vision of a safe world come true. She trusted me to do this. I have to live up to her expectations. So, I'm not going to hold back, especially against a pact bearer. And I'm not just talking about Akane. I mean you, too. You pact bearers are the cause of all this. I'll prove to everyone that I don't need help from any of you. Okay, Zeit für Death Calls, oder? Ne, kein Death Call? Okay. Warte hier. Alles auf Ref? Ne, haben wir noch keine neue Nummer. Das finde ich aber fies. So, Kontakt. Doch, hier. Kommt's gleich. Press auf Verlust. Bevor wir wieder der Death Call kommt und wir wieder sterben und dann wieder Level 90er Gegner kommen, da habe ich jetzt ehrlich gesagt nicht so richtig hart viel Lust drauf. Also, machen wir das schnell. Jetzt sind wir natürlich, natürlich ist er wieder Level 1. Das ist so schön. Das ist richtig toll. Da freue ich mich natürlich. Jetzt also können wir ihn erstmal leveln. So, wir haben ein paar Punkte da und dann kommt erstmal gleich der erste wichtige Moment. Und zwar der erste schlimme Moment, sagen wir es lieber so. Welches Level hier die Gegner haben. Weil wenn die jetzt alle hier so Level 25 sind, weil ihr müsst sehen, ich habe jetzt 2 Stunden gelevelt. Es gibt Training Grounds und auf den Training Grounds erhält man immer Bonuspunkte. Also ich erhalte jetzt immer 300 Punkte und das macht es halt alles enorm viel leichter hier zu leveln. Das Ding ist aber, ich kann auch nur aktuell Stufe 2 leveln, weil Stufe 3 zerstört mich die Gegner relativ flott. Deswegen habe ich jetzt echt davor Angst, dass die Gegner hier schon Level 25 sind, weil dann sieht es natürlich schlecht für mich aus. So, 400 ist hoch. Einfach mal, ihr wisst, am Anfang ist erstmal wichtig, dass man die ganzen Standard-Skills einfach mal ein bisschen levelt. Er scheint so ein agiler Nahkämpfer übrigens zu sein von seinen Skills. Ich hoffe, wir können ihn zumindest auf Level 20 hochziehen. Wird aber nicht lange. So. Da, Nummer 100. Und was haben wir hier noch? 150 haben wir noch. Was haben wir hier? Attack, just to inflicting confuse. With bleed. Was haben wir hier? Disable.
Es kommt eigentlich alles auf selbe hinaus. Mein Flexil. Ach, machen wir das dann. Komm. Gut, passt. Und dann würde ich sagen, ist er zumindest Level 18. Das ist halbwegs akzeptabel. Ja, okay, hat auch nur Stufe 3 Schwierigkeit. Dann sollten wir es schaffen. Was ist... Also irgendwie ist sein Design ein bisschen seltsam. Ich will jetzt wirklich nicht gemein sein. Aber ist er ein Mann oder eine Frau? Oh, verdammt, Mann, ich habe mich nicht Damn you, ich habe mich nicht geheilt, liebe Leute, beim letzten Mal. Deswegen ist seine Madness hoch. Das ist natürlich schlecht. So, dann schauen wir mal. Resolve, okay. Er hat keine Authority. Das ist eigentlich klar, weil er ist ja kein Packbearer. Das ist ja im Endeffekt genauso wie bei unserer anderen Freundin Nozomi. So, Cleave, Perform, Get Resolve, Sharpen, Sinken, Bleed, okay. So, aber er hat eine Lanze, was ganz cool ist. Hat also ein bisschen längere Reichweite. Ich habe jetzt gar nicht das Level von den Gegnern übrigens angeschaut. Ah, Level 19, ja gut, das ist in Ordnung. Oh. So, was macht das? Wenn ich jetzt Rain of Fire mache, was macht das hier? Plus 12 Mat. Ah, aber das ist zu stark. So, machen wir. So, wurscht. Zack. Level 24. Yay. So, Millionaire Striker. Aber nicht, also nur sehr wenige Gegner haben ein hohes Level, das geht dann schon. So, Arrogant Pride. So. Ja gut, Rain of Fire. Mir wurscht. Oh, Junge. Dann, ach, ist mir jetzt wurscht. Komm, bevor wir jetzt da viel Schaden dann noch in der nächsten Runde bekommen. Ein gutes, stabiles D, aber immerhin gibt es hier schon mal 500 Punkte. Das ist schon mal ganz nett, aber wie gesagt, auch nicht schlechteste Trainingsground. So, Death Call hat aufgehört, ja, aber wir müssen uns jetzt erstmal... Oh, das ging mir nicht. Das ist natürlich dumm, aber egal. Dann machen wir erstmal die Cutscenes mit unserem neuen Charaktermitglied, das ist immer schön. Weil ihr seht, die haben jetzt beide hier, also 80, 64, dann müssen wir gar nicht groß rummachen, da sterben wir. So, gehen wir in die Infirmary. So, warten wir uns da gleich hin. Haben auch wieder irgendeinen netten Dialog hier, wahrscheinlich. Können wir uns gleich mal anhören. Hey, Vice Pres. Oh, you're the Dean's son. Shinba, right? Shinba? Yes, no, close. My name's Shinya. Take a page out of the Vice Prez's book and get a title. Then you won't have to worry about people getting your name wrong. Nobody asked you. Dr. Kakeru, understanding the students is part of your job. Anything less is neglectful of your duties as a school doctor. I'll give you that much. But there are hundreds of people enrolled in this academy. You can't expect me to remember everyone. My memory's pretty bad, after all. I'm amazed you even managed to get your medical license.
I know when and where to take things seriously. I take my problems one step at a time. If I do something, I'm gonna do it right. Remembering names is common courtesy. That's the way you do things right. Yeah. So? You getting along with Shin? Your new baby bro here, Vice Pres? Could you not forget my name 2 minutes after you learn it? Or give me patronizing nicknames? What? You still got growing pains? You're the older one here. You gotta set a good example for the kids. Plus, you're the vice president. Great power, great responsibility. You know how it goes. So make sure you do your part, all right? I don't think a school doctor who can't remember a single name can lecture anyone about responsibility. Gotta say, though, seeing you two together really brings me back. What do you mean? I got a little brother myself, an actual one. Cute as a button and smart as a whip, thoughtful and considerate too. I could talk for hours about how great. We'll pass. You could at least pretend to care. Anyway, you're here for a checkup, right? You are the dean's son, so I guess I'll put some effort in. Das ist ehrlich gesagt ganz interessant, was wir hier erfahren haben, nämlich, dass er hier der Sohn vom Dean ist hier, weil er nennt sie ja die ganze Zeit Zoro und ich denke mir, okay, wie nah steht's hier euch, liebe Leute? Weil ich dachte mir jetzt, okay, gut, wir haben ja wieder hier diese seltsame Tante, die genauso aussieht wie der Dean, die aber nicht der Dean ist. Nein, keine Passwort-Schmarrn. Kein Passwort-Schmarrn. The day my dearest was born is the number closest to my heart. Aha. Das ist aber schön für dich. Bitte keine Passwörter. Oh mein Gott. And it was so special too. Okay, ich nehme übrigens alles zurück, was über Kokoro gesagt hat. Bei so Rätselsachen wäre es gar nicht mehr so schlecht, sie immer dabei zu haben. So, okay. Spooky Computer Club, Leute. Has only been a week since we started dating. Happy first week anniversary then. And here's hoping we have many more. I swear I love you until the end of time. Your happiness and yours alone is the only thing I could ever wish for. Tsuguro Kaneko. Nur mal kurz als Randnotiz. Wir haben Pride. Pride haben wir am Anfang bezogen. Rev haben wir gerade eben bezogen. Envy haben wir bezogen. So. Greed haben wir noch nicht. Gluttony haben wir. Oder warte mal. Gluttony ist ja Ryotaro. Sloth ist Kokoro. Lust wird jetzt sie sein. Dann. Also Gier hatten wir, glaube ich, noch nicht, oder? Denke jetzt mal so von meiner Interpretation. So, wir gehen einfach mal ganz entspannt weiter. Muss ich jetzt noch einen Death-Call machen? Ich hoffe mal nicht. So, du lässt uns wahrscheinlich nicht rein. Nicht schon wieder so schön hier. Okay, ignorieren wir die Spooky-Menschen. Hier ist kein... Okay, ist er dead. Verdammt, Mann, sie hat uns gewarnt, liebe Leute, Mann. Sie hat uns gewarnt, Mann, und ich habe nicht auf sie gehört. Naja. Ich sehe schon, wir brauchen das Passwort für diesen blöden PC. Das ist eh klar. Ach, Leute, Mann, der Rätselspaß beginnt wieder. So, aber erstmal schauen wir uns über hier um. Dämon. Was haben wir da? Healing Agent. Okay, gut, nichts Sinnvolles. Who are you? Actually, that doesn't matter. Can you help me out?
Help how? My girlfriend got all scared and locked herself in that room. Can you help me think of a way to get the door open? Beats me. If I knew, I wouldn't be having this problem. Who are you? What? You think it's weird that I have a girlfriend? Rude. Also, dann können wir natürlich erstmal hier zu Tatsumako reinschauen. Warte mal. Nein, da. Also, Professor. Tatsumako. Oh, wir haben inzwischen so viele Charaktere, Mann. Und es ist so schlimm, dass sie nicht nach Alphabet sortiert sind. Tatsumako oder so hieß der gerade. Schauen wir mal, ob wir den auf Anhieb finden. Taishi, Samir. Gefährlich, die Tante. Sehr gefährlich. So. Tatsu. Nein. Der war's nicht. Boah, kann ich jetzt hier in einer Stunde suchen, oder? Shinya. Warte mal, wie heißt der nochmal? Müssen wir nochmal kurz schauen. Help how? So. Tsutomoto Kaneko. Okay, Tsutomoto Kaneko. Schauen wir nochmal. Tsutomoto Kaneko. Wie gesagt, das wäre so schön, wenn man die einfach nach Ding sortieren könnte. Tsutomoto Kaneko. Nach dem Alphabet. Tsutomoko. Aber die sind so random, Mann. Oder wenn man den angesprochen hat, dass man dann direkt draufkommt, wer das ist. Weil ich weiß ja nicht mehr, wer seine Freundin ist. Tsutomoto. Gibt keinen Tsutomoto. Tsutomoto Kaneko. A member of the Go Home Club who enrolled at the Academy for High School. He instantly fell over. He's Mirai Otomo. Okay. Mirai Otomo. Also ich bin mir sicher, wir müssen da oben diesen PC knacken, aber wir brauchen jetzt erstmal wieder hier Hinweise. Aber wenn ich sie noch nicht angesprochen habe, habe ich sie auch hier nicht im Buch drin. Das ist doof. Ach Leute, keine Ahnung, Mann. Das ist schon wieder ein schönes Rätsel. Naja, liebe Leute. Ich würde sagen, wir schlagen uns aber beim nächsten Mal rum, denn nun machen wir erst einmal einen kleinen Cut. Der Part ist ja eh zu Ende. Dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder hier mit mit Monark. Und dann schauen wir mal, ob wir hier das Rätsel lösen können. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen. Ciao.